Endlich ist es da. Final Cut Pro 11. Angeber. Dies ist die dritte Folge sehr ausführlicher Tutorials, in denen ich alle großen und kleinen neuen Funktionen vorstelle, von der erstaunlichen magnetischen Maske bis hin zum Transkribieren zu Untertitel, räumlicher Videobearbeitung und einer Reihe großartiger neuer Workflow-Verbesserungen, die du alle hier in dieser Playlist hier oben findest. Als nächstes räumliches Video. Eine weitere Funktion, die Apple Silicon und macOS Sonoma 14.6 oder höher erfordert. Auch hier wieder, sorry Intel-Nutzer. Wie jeder, der mein letztes Video zu diesem Thema gesehen hat, weiß, war die Verarbeitung und Bearbeitung räumlicher Videoclips von eurem Vision Pro, iPhone 15 oder 16 Pro oder höher bisher auf Compressor beschränkt. Selbst dann habe ich angedeutet, dass diese Funktion sicherlich bald zu einer vollwertigen Funktion in Final Cut Pro werden würde. Es ist soweit. Mit Final Cut Pro 11 kann man jetzt stereoskopische 3D-Videos nativ importieren, bearbeiten und exportieren, um sie zum Beispiel auf der Apple Vision Pro anzusehen. Okay, legen wir los. Okay, ich habe ein Ereignis voller räumlicher, 3D, stereoskopischer oder wie auch immer du sie nennen möchtest, Clips, die ich alle anhand des neuen kleinen Kästchen-Symbols oben rechts als solche identifizieren kann. Das können übrigens alle Clips sein, deren Projektionsmodus rechteckig ist. Die Metadaten für dein Stereo-Video müssen ebenfalls korrekt definiert sein. Dies kannst du überprüfen, nachdem du die Medien importiert und im Browser ausgewählt hast und im Informationsinspektor nachsiehst. Hier solltest du nur sicherstellen, dass der Projektionsmodus auf rechteckig und die stereoskopische Anpassung auf nebeneinander eingestellt ist. Das sogenannte bessere Auge wird automatisch basierend auf den Kamerametadaten in der MVHIVC-Datei eingestellt. Darüber wird festgelegt, welcher der beiden Streams des Clips für die Anzeige und Bearbeitung des Clips im regulären 2D verwendet wird, falls die Qualität zwischen den beiden Augen unterschiedlich ist, wie dies beispielsweise bei einem iPhone der Fall ist. Kann allerdings bei mit Apple Vision Pro aufgenommenem Material ignoriert werden, da beide Augen mit identischer Qualität aufgenommen werden. Und schließlich sollte der Codec MVHIVC sein. Um sie nativ zu bearbeiten, gibt es wieder mehrere Möglichkeiten, dies einzurichten. Entweder ich klicke einfach mit der rechten Maustaste auf einen oder mehrere Clips und wähle Neues Projekt. Dann öffnet sich automatisch das gewohnte Fenster mit den Projekteinstellungen, die bereits für meinen Clip konfiguriert sind. Das heißt, das Videoformat ist auf das neue räumliches Stereo 3D 1280 x 1080 und 30 Bilder pro Sekunde eingestellt. Derzeit ist dies die einzige Auflösung und Bildrate, mit der zumindest ein iPhone räumliches Video aufnehmen kann. Hätte ich mit der rechten Maustaste auf ein räumliches Video von einem Vision Pro geklickt, wäre die Auflösung 2200 x 2200. Dabei ist zu beachten, dass dort Auflösung pro Auge steht, worauf ich gleich noch eingehe. Außerdem gibt es ein zusätzliches Menü, in dem ich auswählen kann, welche der beiden Perspektiven aller meiner Clips das sogenannte bessere Auge ist, also entweder das linke oder das rechte. Auch hier handelt es sich um das Auge, das beim Betrachten des exportierten Clips auf einem 2D-Gerät angezeigt wird. Dann gibt es noch alle üblichen Einstellungen für jedes Projekt. Wobei, wenn man das Video mit einem iPhone Pro 16 oder neuer aufgenommen hat, enthält dieses auch räumliches Audio, welches man aber im Moment noch nicht nativ in Final Cut bearbeiten kann. Dafür müsste man zu Logic wechseln. Wenn ich dies abbreche, können wir uns eine andere Möglichkeit ansehen, mein Projekt einzurichten, nämlich einfach Command-N drücken, um ein neues Projekt zu erstellen, mit dem ich dasselbe Fenster erhalte, nur in diesem Fall mit der Option, entweder benutzerdefinierte oder automatische Einstellungen zu verwenden. Wenn ich es so lasse und dann eines der räumlichen Videos zum Projekt hinzufüge, erhalte ich die gleichen Einstellungen wie zuvor. Wenn ich auf die Schaltfläche eigene Einstellungen verwenden klicke, wird das Fenster natürlich erweitert, um die gerade angezeigten Projekteinstellungen anzuzeigen. Nur in diesem Fall wird das Videoformat auf das zuletzt verwendete Format eingestellt, das ich natürlich in das räumliches 3D-Format ändern kann. Und wenn ich aus irgendeinem Grund die Auflösung oder die Bildrate ändern möchte, kann ich das hier tun.
Ich verwende einfach die automatischen Einstellungen, gebe dem Projekt einen Namen und klicke auf OK. Jetzt kann ich wie bei jedem anderen monoskopischen Clip mit der Auswahl meiner räumlichen Videos beginnen. Ich kann jedes davon durch Drücken von E in der Timeline anhängen und das Hinzufügen von Effekten zu einem Stereo-Video-Projekt ist größtenteils genauso wie das Hinzufügen zu einem standardmäßigen monoskopischen Projekt. Allerdings funktionieren nicht alle Effekte, die mit Final Cut Pro geliefert werden, gut mit Stereo-Videos. Die meisten Clip-Effekte sind mit Stereo-Videos kompatibel, aber die integrierten Effekte transformieren, beschneiden und verzerren sollten vermieden werden. Wenn du einen Clip auswählst, den du gerade an die Timeline angehängt hast und im Video-Informationsfenster nachschaust, wirst du feststellen, dass die Effekte transformieren, beschneiden und verzerren auch aus dem Grund standardmäßig deaktiviert sind. Wenn ich oben links in meinem Viewer schaue, sehe ich, dass die Auflösung meines Projekts jetzt 3840 x 1080 und 30 Bilder pro Sekunde beträgt. Wenn ich einen der Clips in meinem Ereignis auswähle, werden genau dieselbe Auflösung und Bildrate angezeigt. Und hier kommt der Hinweis Auflösung pro Auge ins Spiel, den wir im Fenster Projekteinstellungen gesehen haben. Denn ein räumliches Video enthält in diesem Fall natürlich 2 HD-Streams, die zur gleichen Zeit aufgenommen wurden. Für eine ausführlichere und technischere Erklärung kannst du dir mein vorheriges Video zu diesem Thema anschauen. Mit anderen Worten, technisch gesehen ist die tatsächliche Auflösung eines räumlichen Videos doppelt so breit wie das Original, also 3840. 2 mal 1920. Beim Bearbeiten von räumlichen Videos gibt es also im Grunde keinen Unterschied zum Bearbeiten jedes anderen Videos, aber es gibt natürlich Unterschiede bei den Optionen, sie zu betrachten, sie zu exportieren, sowie einige räumliche videospezifische Parameter. Sehen wir uns also die Darstellungsoption an. Jeder, der schon einmal ein 360-Grad-Video mit dem 360-Grad-Viewer bearbeitet hat, wird mit den meisten Darstellungsoptionen vertraut sein. Nur in diesem Fall muss kein zusätzlicher Viewer geöffnet werden, um darauf zuzugreifen. Wenn du ein räumliches Videoprojekt geöffnet hast, wie dieses hier, in dem ich einige beliebige Clips von einem Tauchurlaub nach Thailand habe, gehst du einfach in das Menü Darstellung des Viewers, wo du ein neues Untermenü Stereoskopie Anzeigen als findest, in dem du aus 8 verschiedenen Anzeigeoptionen auswählen kannst. 7 davon sind die gleichen wie bei 360-Grad-Videos. Ich kann zwischen dem linken und rechten Auge wechseln, wobei das mit der Kennzeichnung besser durch meine Projekteinstellungen bestimmt wird. Dann gibt es noch 3 Anaglyphe-Optionen, Überlagern und andere. Wenn du die Parallaxe und Ausrichtung von Stereo-Videoszenen objektiv beurteilen möchtest, bevor du sie zum Beispiel an einen Apple Vision Pro sendest, sind die Anaglyphen-Anzeigeoptionen die beste Wahl. Anaglyph zeigt die Ansicht aus beiden Augen. Der rote Kanal für das linke Auge und der blaue und grüne Kanal zusammen, also Cyan, für das rechte Auge, werden überlagert. Dies ist wahrscheinlich am besten geeignet, um Parallaxe und Ausrichtung in Farbe mit einer Anaglyphenbrille zu vergleichen. Anaglyph einfarbig ist dasselbe in Schwarz-Weiß. Anaglyph Kontur hingegen zeigt Konturen im Bild und ermöglicht die Einstellung der Parallaxe mit Hilfe des Konvergenzreglers, wobei die Konturen mit Rot zur linken Seite eine positive Parallaxe anzeigen, also weiter entfernt, und Kanten mit Rot zur rechten Seite eine negative Parallaxe anzeigen, also näher als der Konversionspunkt. Für jede dieser Optionen gibt es ein entsprechendes Tastaturkürzel, das jeweils aus Control-Option Command 3, 4 und 5 besteht. Jede davon ist besser als nichts, da es leider noch keine offizielle Möglichkeit gibt, deine Bearbeitung auf einem Vision Pro live zu überwachen, den du vielleicht auch gar nicht erst hast. Besorge dir einfach eine 3D-Anaglyphenbrille, die bei Amazon schon für ein paar Euro erhältlich sind, und stelle die Darstellung auf Anaglyph ein. Die einzige neue Anzeigeoption ist beide Augen. Wenn du diese Option auswählst oder das Tastaturkürzel Control-Option Command und die Zirkumflex-Taste drückst, die Taste direkt unter der Escape-Taste, werden das linke und rechte Auge nebeneinander eingeblendet. Das linke Auge natürlich links, das rechte Auge rechts. Wenn du einen räumlichen Videoclip in der Timeline ausgewählt hast und in das Video-Informationsfenster schaust, siehst du, dass wir einen neuen stereoskopischen Parameterabschnitt erhalten haben. Hier kannst du bei Bedarf die beiden Augen auch vertauschen. Wenn du beispielsweise absichtlich oder unabsichtlich mit deinem Telefon verkehrt herumgefilmt hast oder wenn du das andere Auge zum besseren Auge machen willst zum Anzeigen in 2D, weil es eine bessere Qualität als das andere hat.
Darüber befindet sich ein Konvergenzregler, auch Parallaxe genannt, der die scheinbare Verschiebung der Position eines Objekts in der Szene darstellt, wenn es von zwei verschiedenen Positionen aus betrachtet wird. Die Parallaxe kann positiv oder negativ sein, je nach der wahrgenommenen Tiefe eines Objekts im Verhältnis zur sogenannten Bildschirmebene. Objekte, die vor der Bildschirmebene oder näher am Betrachter erscheinen, haben eine höhere Negativparallaxe und umgekehrt. Ein weiteres Beispiel: Wenn du einen monoskopischen Videoclip zu einem Stereo-Videoprojekt hinzufügst, kannst du die Konvergenzsteuerung verwenden, um eine positive Parallaxe hinzuzufügen, sodass der Clip hinter der Bildschirmebene zu liegen scheint, damit er sich beispielsweise nicht räumlich mit Titeln zu überschneiden scheint. Wenn die unten ausgewählte automatische Skalierungsfunktion aktiviert ist, werden beide Seiten automatisch skaliert, um Lücken auf beiden Seiten des Bildes zu vermeiden. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, werden die Bilder einfach ohne Skalierung verschoben, wie du dir sicher schon gedacht hast, womit man die besagten Lücken bekommt. Das wirft natürlich die Frage auf, warum man überhaupt diese Option deaktivieren sollte. Nun, wenn ich die Tasten Ctrl-T drücke, um den Standardtitel hinzuzufügen und im Informationsfenster nachschaue, können wir sehen, dass innerhalb eines räumlichen Videoprojekts alle Medien, wie zum Beispiel Titel, auch über diese stereoskopischen Optionen verfügen. Wenn also der Titel aktiv ist und ich seine Konvergenz in irgendeiner Weise ändere, können wir sehen, dass auch die Skalierung erfolgt, da sie ja standardmäßig aktiviert ist. Das ist aber wahrscheinlich nicht unbedingt etwas, was man in den meisten Fällen bei einem Titel haben möchte. Es kann also sehr hilfreich sein, es auszuschalten. Aber auch wenn ihr einen Titel verwendet, der irgendeine Art von Hintergrundeffekt hat. Zum Beispiel, wenn ich den Titel Text aus der Kategorie einfacher Text zu meiner Timeline hinzufüge, der, wenn ihr mein vorheriges Video zu diesem Thema gesehen habt, verschiedene optionale Effekte hat, die ihr auf den Hintergrund anwenden könnt, zum Beispiel eine Hintergrundunschärfe oder Abdunklung. Wenn ihr die Konvergenz für einen Titel wie diesen ändert, seht ihr, dass das darunter liegende Video gleichzeitig verändert wird. Wenn ihr das also nicht wollt, solltet ihr den Titel nach euren Wünschen bearbeiten und dann einen zusammengesetzten Clip daraus erstellen, um zu vermeiden, dass der Hintergrund beeinträchtigt wird. Und wenn du beispielsweise einen Titel oder ein anderes Objekt über einen bestimmten Zeitraum nach vorne oder hinten verschieben möchtest, kannst du einfach die Konvergenz mit Keyframes versehen. Da dies noch nicht etwas ist, was ein Titel selbst tun kann, das heißt, sich im Z-Raum zu bewegen. Selbst wenn man einen Titel wie den Tumble oder Sturz 3D-Titel hinzufügt, wird er sich beispielsweise auf einem Vision Pro nicht tatsächlich, wie es vielleicht scheint, im Z-Raum bewegen. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Zumindest vorerst. Okay, jetzt wo ich meinen tollen Film fertig habe, wie exportiere ich ihn, um ihn auf meinem Vision Pro oder einem anderen Stereo-Video-kompatiblen Gerät zu genießen? Nun, wenn ich in das Ablagemenü und dann in das Teilen-Untermenü schaue oder in das Teilen-Menü über dem Informationsfenster, siehst du, dass Apple einen neuen Zielort hinzugefügt hat. Einen für Apple Vision Pro und MVHEVC, sogar mit einem hübschen kleinen Vision Pro-Symbol davor. Noch einmal, wenn du dich für die technischen Details dieses Formats interessierst, schau dir mein Video zu diesem Thema an. Meiner Meinung nach ist es wirklich interessant. In beiden Fällen öffnet sich jedenfalls wie gewohnt das Exportfenster. Wenn wir auf den Reiter Einstellungen klicken, werden alle Optionen für unseren Export angezeigt. Das Format ist natürlich für Apple-Geräte und darunter kann ich zwischen der 8-Bit oder sogar 10-Bit-Version des MVHEVC-Codecs wählen, was besonders dann empfohlen wird, wenn du Farbkorrekturen, Grafiken oder Titel hinzugefügt oder in HDR gearbeitet hast. Wenn du zu etwas anderem wechselst, werden natürlich alle für räumliche Videos relevanten Optionen entfernt. Dann gibt es ein Pop-up-Menü, mit dem du räumliche Videos ein- und ausschalten kannst. Wenn ich dies aktiviert lasse, werden zusätzliche Metadaten exportiert, die ein immersives Seherlebnis auf der Apple Vision Pro ermöglichen. Wenn ich es ausschalte, wird eine generische Stereo-Videodatei, also eine ohne Vision Pro spezifische räumliche Metadaten erstellt. Der Schieberegler für das Blickfeld gibt das horizontale Blickfeld der Objektive an, mit denen die Bilder aufgenommen wurden. Ich kann den Schieberegler entweder ziehen oder einen Wert eingeben. Der Wert für das Blickfeld wird von der Apple Vision Pro verwendet, um ein räumliches Video in der besagten immersiven Ansicht in realem Maßstab zu projizieren, um vollständig in ein räumliches Video einzutauchen.
Und an dieser Stelle sollte einem eventuell bewusst werden, dass es keine gute Idee ist, Filmmaterial von verschiedenen Kameras, zum Beispiel von einem Apple Vision Pro und einem iPhone zu mischen. Denn wie wir sehen werden, ist das Blickfeld bei beiden sehr unterschiedlich. Und das Schneiden zwischen den beiden Arten von Filmmaterial kann zu einem unangenehmen Seherlebnis führen. Außerdem nehmen die beiden räumliche Videos in unterschiedlichen Bildgrößen und Seitenverhältnissen auf. Die daraus entstehenden Letterboxen oder Pillarboxen stören möglicherweise die räumliche Kantenbehandlung, wenn das Video auf der Apple Vision Pro wiedergegeben wird. Mit anderen Worten, du solltest in einem Projekt nur Filmmaterial verwenden, das von derselben Kamera oder zumindest von verschiedenen Kameras mit demselben Blickfeld stammt. Und obwohl ich schon von vielen anderen gehört habe, dass man hier nichts ändern muss, stimmt das leider nicht. Obwohl du sicherlich noch einen brauchbaren Clip erhältst, kann das Exportieren mit dem falschen Blickfeld und/oder der falschen Grundlänge, was ich gleich noch erklären werde, zu einem suboptimalen 3D-Seherlebnis führen. In diesem Fall, wenn du Clips von einem Vision Pro bearbeitet hast, solltest du hier 71,59 Grad eingeben. Wenn, wie in meinem Fall, das gesamte Filmmaterial von einem iPhone stammt, solltest du 45 Grad eingeben. Dann haben wir noch die Grundlänge, die den horizontalen oder interaxialen Abstand zwischen den beiden verwendeten Kameralinsen angibt. Auch hier kann ich den Schieberegler ziehen oder einen Wert eingeben. Für ein Apple Vision Pro müsst ihr 63,796 mm einstellen und für ein iPhone 19,2 mm. Und schließlich kann ich darunter die Auflösung pro Auge bei Bedarf erhöhen oder verringern. Auch hier gilt, die native Auflösung beträgt 2200 x 2200 für Vision Pro Videos und 1920 x 1080 für iPhone Videos. Eine neue, etwas versteckte Funktion ist übrigens, dass du, wenn du unten in das Aktionsmenü schaust, jetzt die Möglichkeit hast, deinen Clip direkt zur Fotos-App hinzuzufügen, sobald er exportiert wurde. Dies ermöglicht einen sehr einfachen Zugriff von deinem Apple Vision Pro aus, da es automatisch mit der Cloud synchronisiert wird und du sofort in der Fotos-App für Apple Vision Pro darauf zugreifen kannst. So sparst du dir einen zusätzlichen Schritt, wenn du das möchtest. Wenn es fertig exportiert wurde, kann ich es wie jeden anderen Clip im QuickTime Player oder in einer beliebigen anderen App öffnen, zum Beispiel in der Fotos-App, wenn ich es dort gespeichert habe. Wie ich in meinem vorherigen Video erklärt habe, ist die Wiedergabe und Anzeige von räumlichen Videos bei der Ansicht auf einem nicht 3D-fähigen System, wie zum Beispiel einem Mac, nicht anders als bei normalen Clips. In diesem Fall wird beim Abspielen nur das bessere Auge angezeigt. Was haltet ihr also von dieser ganzen räumlichen Videosache? Ist das etwas, das für euch relevant ist? Ich würde mich freuen, eure Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren zu hören. So oder so, danke fürs Zuschauen und wenn dir das Ganze gefallen und geholfen hat, dann gib uns einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. In der Zwischenzeit kannst du dir vielleicht das nächste Kapitel dieser Serie hier ansehen oder das vorherige Video, in dem es darum geht, wie man seine Clips automatisch transkribiert und Titel erstellt und deine Transkription mit nur wenigen Klicks übersetzt. Bis bald und passt auf euch auf.